Hallo liebe Zuschauer, des Öfteren wurde ich jetzt gefragt, in welcher Beziehung stehst du eigentlich zur Oma? Das ist ja nicht deine Oma. Kannst du da mal ein bisschen näher was zu erzählen? Also der ganze Werdegang ist etwa 2, 3 Jahre, müssen wir zurückgehen, wo die Pandemie gewesen ist. Damals, wo die Pandemie hier war, habe ich mich mit dem Sam aus Lamay zusammengetan. Wir wollten den Menschen hier vor Ort helfen und ich wollte meinen Kanal einsetzen, um Gelder, Spenden zu sammeln, damit wir ja, Lebensmittel kaufen konnten für die arme Bevölkerung. Das haben wir dann auch so gemacht, kann ich mal hier oben verlinken. Wir haben also vielen tausend Menschen haben wir da geholfen. Und hier muss ich also lobenswert den Sam hervorheben. Der hat das also schon zuerst gemacht und hat das noch lange danach auch noch gemacht. Ja, bei so einer Aktion, wo wir also Bags, Plastikbags verteilt haben mit Lebensmitteln, da ist dann auch das erste Mal die Oma aufgetaucht und dann habe ich so ein bisschen die Geschichte von ihr gehört. Das können wir hier mal einblenden. Ich übersetze das. Das ist eine alleinstehende 90-jährige Frau, die keine Familie mehr hat. Die haust hier in einem kleinen Verschlag. Und er weiß das und hat jetzt, nachdem der Sturm ihr Dach weggetragen hat, hat er das Dach instand setzen lassen, hat er gemerkt, dass die keine Toilette hatten, hat er hier eine Toilette angebaut, hat einen Brunnen bohren lassen, hat eine kleine Pumpe gekauft und die Frau hat jetzt innerhalb von wenigen Tagen hat ein repariertes Dach, hat eine Toilette und hat einen kleinen Brunnen mit einer Pumpe, der Wasser fördert. Das ist er. So ist er. Ich kenne den seit Jahren, der ist einfach ein Traum, der Mann. Da habe ich das erste Mal mitbekommen, dass die Oma ganz arm dran ist, dass sie keine Familienangehörige mehr hat. Das sagte ja auch der Bürgermeister damals. Und Oma ist mir eigentlich, ich will nicht sagen, nicht aus dem Kopf gegangen, das ist irgendwie eingebrannt gewesen. Und da habe ich mal ein Erlebnis gehabt, dass also hier schlechtes Wetter gewesen ist. Und ich dachte, die Oma, die sitzt jetzt da unten ganz alleine. Die hat noch nicht mal eine Kuscheldecke, die hat gar nichts, wo sie sich dran festhalten kann, wo sie Freude dran haben kann. Und dann bin ich mit der Pitti zur Oma gefahren. Die Oma vom Alter her ist die dieses Jahr, am 5. Juni haben wir festgelegt, Pitti und ich, weil nur das Jahr in ihrem ID-Karte drin ist, wird sie dieses Jahr 93 Jahre alt, also sehr alt schon. Und sie hat keine Familienangehörige hier auf unserer Insel. Wir haben jetzt vor kurzer Zeit, habe ich welche ferne Verwandte kennengelernt, die aus Krabi gekommen sind, die haben sie besucht. Aber sie will auf keinen Fall weg. Oma, wer die Filmserie verfolgt hat, es sind ja mittlerweile über 50 Filme im Netz von ihr. Oma lässt sich nicht verändern. Wenn die Oma das nicht will, dann will die Oma das nicht. Das sind eben halt die alten Omas. Und sie ist, wie gesagt, alleine. Sie hat Hilfe in dem Fall damals vom Bürgermeister bekommen und von der ganzen Gemeinde, da ihr Dach weggeflogen ist. Ja, und irgendwann habe ich dann aufgehört mit den Spendenaktionen, also diese Plastikbeutel zu verteilen und habe zum Sam gesagt, ich würde mich um Einzelpersonen drum kümmern. Er hat das dann noch lange weitergemacht, super, muss ich sagen, alle Achtung. Und ich habe mir dann gewisse Personen, Großfamilie, eine Frau mit Kleinkindern, die hier hängen geblieben ist aus Miramar, der habe ich dann geholfen, kann ich mal hier oben verlinken. Und habe mich dann um die Oma gekümmert. Die Oma ist mir irgendwie ans Herz gewachsen. Es war aber schwierig. Mit Oma klarzukommen ist gar nicht so einfach. Wie ich schon sagte, sie ist sehr eigensinnig, aber im Laufe der Jahre haben wir ein freundschaftliches Verhältnis aufgebaut, dass sie jetzt sogar sagte, ich bin ihr Sohn. Und das ist, glaube ich, eine ganz hohe Belobigung, sage ich mal, dass mich diesbezüglich akzeptiert.
und ich auch jetzt machen kann zu ihrem Wohle, was ich machen möchte. Ihr Zuschauer, ihr habt so viel ermöglicht, ihr habt die Hütten draußen, die sind ja neu gemacht worden bei Oma. Dass es ermöglicht worden, dass das Dach repariert worden ist jetzt zuletzt. Aber jetzt kommt langsam die Zeit mit 93. In dem vorigen Film ist Oma tot, Fragezeichen. Das ist Cem, der liegt hier, weil hier die Klimaanlage an ist. Das war dann schon ein Schock und wir müssen uns, oder ich muss mich speziell darauf vorbereiten, dass es jeden Tag so weit ist. Und ich möchte, dass es der Oma bis dahin, wenn es so sein sollte, noch gut geht. Ich habe in einem meiner Filme angekündigt, dass ich gerne eine Hilfskraft haben möchte, die den ganzen Tag da ist. Sie hat also jetzt jemanden, der kommt über den Tag und macht ihr auch das Essen. Und ich warte noch die Antwort, die arbeitet auch noch, ich warte auf die Antwort, wie viel es kosten würde, wenn ich Sie finanziell unterstütze mit euren Geldern. Im Moment ist also nach Dauerauftrag für Oma 3.570 Baht, die reinkommen. Ich glaube, das reicht nicht aus, um da jemanden zu bezahlen, der sich also jetzt den ganzen Tag um sie kümmert. Wäre also schön, wenn ihr einen Dauerauftrag, das ist wichtig, einen Dauerauftrag macht für Oma, weil die Person, die ich damit bezahle, die möchte ja auch eine Garantie haben, dass das die nächsten Monate auch funktioniert und reinkommt. Hier geht es also nicht um große Beträge. Meine Community ist so groß, dass Einzelbeträge von 5 Euro, ich habe welche, die, ich glaube 2,5 Euro spenden die monatlich. Das tut also gar nicht so groß weh, aber die Masse macht es denn, dass also das Geld reinkommt. Das ist mein größtes Anliegen jetzt mit Oma. Oma ist Mäh auf Thai. Ich sage immer Großmutter zu ihr. Sie identifiziert mich denn auch direkt damit, dass ich denn komme. Manchmal werde ich dann angesprochen, wieso sagst du nicht Mäh, Oma zu ihr. Das ist dann die normale Ansprache von den Thais. Aber wenn ich Großmutter sage, dann weiß sie, dass ich komme und dann freut sie sich also riesig. Ja, im Laufe der Jahre hat sich dann auch einiges geändert. Wir waren ja die erste Zeit, Pitti und ich, die ersten Jahre sehr verbunden, immer zur Oma zu gehen. Und die Oma hat sich über uns beide gefreut. Dann haben wir uns ja getrennt, letztes Jahr, Pitti und ich, im September. Und ab dann hatte ich ja natürlich das Problem, dass ich niemand an meiner Seite hatte, wegen der Übersetzung. Ich habe das ein paar Mal versucht, mit dem Handy zu machen. Sie kann das nicht lesen. Auch wenn die Pitti da am Telefon war, mit ihr zu sprechen, das war also nicht das Gelbe vom Ei. Dann hatte ich angefangen, viele Frauen mitzunehmen, die aber nicht meine Partnerinnen waren, die ich bezahlt habe für die Übersetzung, wenn sie mit zur Oma gingen. Und da sind dann auch einzelne Freundschaften entstanden, aber auch mehr nicht. Ich habe also immer versucht, Kontakt zur Oma zu finden. Jetzt ist es so, die Pitti hat sich da rausgetan nach den letzten Nicht-Hilferufe von mir, sage ich mal, und jetzt stehe ich da alleine, aber da komme ich mit klar, dass ich die Oma unterstütze. Die Nam, die war ja auch da gewesen, die Altenpflegerin, die habe ich jetzt nochmal angesprochen, dass wir die nächsten Tage nochmal dahin gehen, als Bekannte, um sie zu untersuchen und vielleicht dann auch noch anzuregen, dass irgendwie eine Hilfsorganisation zu ihr hinkommt, um sie mal zu untersuchen. Ja, und ja, das größte Anliegen ist eben halt, dass sie jetzt eine 24-Stunden-Pflegekraft hat, also dass jemand da ist oder dass man technisch irgendetwas zusammenkriegt mit einem Notrufknopf, dass die Frau dann auch dementsprechend informiert wird. Das heißt also, ich müsste dann
für alte Leute ein Handy irgendwie auftreiben mit großer Tastatur, wo sie nur einen Knopf drücken muss und die Frau kommt dann, die nicht weit weg wohnt, zu ihr. Das muss alles organisiert werden und ich bin der Einzige, der das ja, machen kann, der das Gefühl hat, er muss es machen. Ja, und dazu gehört ein klein wenig Kleingeld. Wie gesagt, das geht alles zum Wohl von Oma und von der Frau, die nach Oma guckt. So, hier verlinke ich mal die Playliste, die könnt ihr da oben anklicken. Wie gesagt, 50 Filme sind mindestens jetzt im Netz mittlerweile mit Oma entstanden. Eine Freundschaft ist entstanden, die ich nie erwartet hätte. Wenn man hartnäckig ist, mit Gutem zu tun. Irgendwann kommt es dann auch, dass man das Gespür bekommt, ja, der andere nimmt es dann auch an und man bekommt ein Lächeln dazu. Und vielen Dank auch an meine Zuschauer. Ohne euch wäre das also so in dem Rahmen mit den Reparaturkosten, was da alles gewesen ist, gar nicht möglich gewesen. Es hat mich gefreut, dass ihr so viele Anteilnahme dran habt, wie es Oma geht. Und wir haben ja nächsten Monat, den Juni, der 5. Juni, soll dann auch wieder eine kleine Geburtstagsfeier da sein, dass ich also mit Luftballons ankomme und mit dem Kuchen. Ich kann mich noch daran erinnern, wie ich mit Pitti da war, da hat die Oma gesagt, ich bin noch kein kleines Kind mehr, was soll das? Sie kennt es nicht, aber sie hat sich riesig darüber gefreut. So, das war's zur Oma und würde mich freuen, wenn ihr weiterhin diese Serie verfolgt. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.